Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Monika, Interior Designerin, und heute geht es bei uns um das Thema warme Farben. Wir stellen euch heute ein Projekt vor mit Vorher-Nachher, Bildern und Videos, wie wir einen Raum mit warmen Farben gestaltet haben. Warme Farbe heißt nicht immer sofort, es muss alles in Gelb und Rot und in quietschigen Farben gestrichen und eingerichtet sein, sondern warme Farben können auch relativ neutral, zurückhaltend und elegant wirken. Wir haben uns für unser Projekt für dunkle Taubtöne, für schönes Braun, rostiges, trendiges Rot und ein abgetöntes Schwarz entschieden. Wie das geworden ist, zeigen wir euch im Verlauf dieses Videos. Doch nun erstmal ein bisschen zur Theorie, warum warme Farben und worauf ihr dabei achten solltet. Bei diesem Projekt hatten wir die Herausforderung, dass der Raum relativ kühl war. Wir hatten einen Fliesenboden, weiße Wände, sehr hohe Decken, was wunderschön ist, viel Glas, viel Fensterfront, einen wunderbaren Ausblick. Und Ziel war es, diese Ferienwohnung wohnlich, heimelig und natürlich auch elegant und stylisch zu gestalten. Nachdem wir die Wände nicht bearbeiten konnten, also keine schönen warmen Wandfarben verwenden konnten, war es für mich wichtig, dass wir viel Textil reinbringen, dass wir die Akustik in den Griff kriegen durch diese ganzen harten Flächen. Das heißt, mit Teppichen arbeiten und natürlich ganz wichtig, mit warmen und weichen Materialien. Das haben wir wie folgt geschafft, indem wir viel mit Teppichen gearbeitet haben, alles relativ neutralen Tönen, um den Boden eben etwas weicher zu machen, aber auch von der Optik her weg von diesem kalten und sehr, sehr strukturierten Fliesenboden. So. An den Fenstern haben wir wunderbare Vorhänge angebracht in einem Velour auf der einen Seite für das Schlafzimmer, einen ganz dunklen Taupe, schon fast Braunton, und haben alles darum arrangiert. Auch das Bett wurde in einem Braunton gestaltet. Wir haben dazu schwarze Möbel wie Nachtschränke und Einbauschränke. Das Ganze nochmal mit warmem Metall. Natürlich nur von der Farbe her in Messing. Bettwäsche auch in ganz weichen, warmen Tönen und als Kontrast zum dunklen Bett eben helle Bettwäsche. Und als Kontrast bzw. als Akzentfarbe haben wir uns für so einen Rostton entschieden. Das heißt, wir sind komplett in dieser Rotpigmentierung geblieben, beziehungsweise wir haben uns komplett in dieser Rotpigmentierung bewegt. Das heißt, auch in den Hölzern, in den Brauntönen ist natürlich auch Rot drin. Wenn ihr mehr über das Thema Farbenlehre erfahren wollt, wie sich welche Grautöne, Blautöne, Taubtöne zusammensetzen, dazu haben wir auch ein Tutorial. Das schaut ihr euch doch gerne mal an. Ist alles bei uns auf dem Blog hoat.com zu finden. Gibt es auch ein kostenloses Download für euch, um dort auch die richtige Wandfarbe für euch zu finden. Ich spreche immer von warmen Tönen und warmen Materialien. Was heißt denn das eigentlich genau? Bei Metall ist er eigentlich kalt. Ja, es ist haptisch kalt, ne? Wenn ich es anfasse, ist es kalt. Aber vom Farbton her ist es Gold in dem Fall, beziehungsweise Messingfarben. Das hat einen Gelbanteil. Gelb ist eine warme Farbe, genauso wie Rot. Das heißt, auch in diesem Braun oder in diesem dunklen Taupe kann man sehen, ist Rot drin, also somit warm. Auch Glas kann warm sein. In diesem Fall ist es eingefärbt in auch so einem warmen Taupe-Ton und dadurch eigentlich ein warmes Material von der Farbigkeit her. Dagegen zum Beispiel ein weißes Glas, ist in dem Fall nicht warm, ist zwar auch Glas, aber der Unterton ist weiß, geht eher ins Kühle und somit eher in dem Fall ein kühles Material. Warum ist das wichtig? Wir brauchen unterschiedliche Materialien, wenn wir uns in so einer Neutralität bewegen. Das heißt, in diesen beige, grayisch, Taubtönen wird es schnell mal langweilig, wenn wir wirklich nur mit der gleichen Farbe und mit der gleichen Struktur, also nehmen wir an, nur mit dieser einfachen, ganz
unstrukturierten Baumwolle arbeiten würden beispielsweise und alles damit machen würden, wäre es relativ langweilig. Wichtig, damit eine gewisse Spannung und damit es auch interessant und wohnlich wird, sieht man hier schon, was es für einen schönen Kontrast gibt und was für eine gestalterische Tiefe wir dadurch erreichen können. Aus diesem Grund brauchen wir auch immer was Holziges, eine Art von Metall, Glas und im Zweifelsfall auch noch Keramik. Die hatten wir natürlich schon als Fliese und darauf wollte ich dann verzichten. Also, ihr seid bestimmt gespannt. Von Anfang an haben wir mich begleitet, wie die Umsetzung vonstatten gegangen ist, und das wollte ich euch jetzt gerade nochmal zeigen. Viel Spaß! Wir sind hier bei einem unserer Projekte, und zwar am Bodensee mit wunderschönem Seeblick. Die Wohnung durften wir zügig einrichten, und zwar ging es darum, die Wohnung etwas männlicher zu gestalten, ein bisschen maskuliner, aber trotzdem irgendwo den See, die Natur im Hintergrund zu behalten. Und wir befinden uns hier in einer Seedomäne, das heißt, es muss natürlich auch so ein bisschen feudaler, eleganter wirken. Und das haben wir gemacht und das möchten wir uns heute zeigen. Was mir wichtig, dass es wohlig und einfach was Umfassendes ist, weil wir haben hier direkt 2 Fenster an der Fassade und die einzige Möglichkeit ist eben, das Bett hier hinzustellen. Deswegen wollte ich so eine Umarmung quasi schaffen mit dem Bett und habe ein Bett ausgewählt, das hier wunderbare Ohren hat, das einfach wie so eine kleine Abtrennung einfach schafft. Von der Farbigkeit hier auch wieder relativ dunkel, um es einfach wohnlich zu machen, damit wir den Raum begrenzen, auch mit den dunklen Möbeln, weil wir nicht die Wände bearbeiten durften. Deswegen haben wir zur Abwechslung mal weiße Wände. Aber ist, denke ich, auch ganz gut geworden. Aus diesem Grund sind wir bei den Vorhängen dunkel geworden, beim Bett und auch bei den einzelnen Möbeln. Als Kontrast wieder was Warmes, was Weiches in diesem Rostton. Von der Materialität her ein bisschen gröberer Wollstoff. Wir haben schwarzes Holz, wir haben Messing, wir haben Glas, Rattan und eben die Wolligkeit und Wärme über die Textilien. Dunkle Hölzer verwendet, wir haben mit Messingdetails gearbeitet, wir sind in die erdige Richtung gegangen, so Porzellantönen. Wir sind auch bei den Sesseln in einem Velour geblieben, alles in Naturtönen, aber trotzdem elegant mit einem Hauch modern.
Was wir gemacht haben, wir haben natürlich viel mit Vorhängen auch gearbeitet, damit man auch den schönen Seeblick genießen kann, aber auf der anderen Seite natürlich abends die Gäste draußen lassen möchte. Wir haben die klassische Seearchitektur, das heißt, wir haben eine wunderbare Raumhöhe und da haben wir mit schönen Rathahnleuchten reagiert, um einfach noch ein bisschen mehr Wohnlichkeit reinzubringen und auch die Natürlichkeit, das Thema See, Rathan. Draußen spielt sich viel ab, das haben wir nach drinnen geholt. Bei den Sesseln sind wir relativ zurückhaltend geblieben, haben die runde Form mal aufgenommen, wo wir hier sehr kantig und hart sind. Als Kontrast einfach ein bisschen runde, feminine Formsprache reingebracht. Wir sind jetzt hier im Wohnbereich und Wohnen und Essen ist in einem Raum. Klassische Grundrisssituation im neuen Grundriss. Den mussten wir natürlich irgendwo abtrennen. Der Raum ist jetzt nicht besonders groß, wir haben eine relative Höhe, aber wir konnten jetzt keine bauliche Maßnahmen, also wir konnten keine Wand einziehen und auch keine Trennwand oder ich wollte auch nichts Möbeltechnisches als Trennung haben. Wir haben lediglich eine ganz leichte Trennung und zwar über dem Teppichboden. Also wir haben hier einen Teppich als Insel ausgeführt. Macht den ganzen Raum einfach viel weicher. Wir haben hier einen Fliesenboden, der relativ kühl ist und auch wenig wohnlich. Mit so einem schönen fluffigen Teppich kommen wir natürlich relativ weit. Das heißt, das eine ist die Abtrennung über den Teppich und auf der anderen Seite haben wir noch einen Sessel hier platziert und nochmal so ein Beistellmöbel, das relativ massiv ist und eben auch so eine optische Trennung zu erreichen. Auch mit den Armlehnen haben wir eine Trennung zu dem Bereich hin, es ist aber trotzdem offen. Wir haben die Blickachse noch vom Wohnbereich in den Essbereich und genau andersrum. Genauso. Fernseher haben wir hier integriert, ist aber nicht so ein großer, wichtiger Teil in dieser Wohnung, deswegen ist der auch noch gar nicht vorhanden. Und wir haben ja den schönen Ausblick nach draußen, das ist ja ganz wichtig. Vom Farbkonzept sind wir ähnlich geblieben, heller Boden in dem Fall, weil der Rest schon relativ dunkel ist. Und haben mit ein paar warmen Akzenten in diesem Terrakotta-Rostton reagiert. Das war's zum Thema warme Farben von mir heute. Ich freue mich, wenn ihr auf unserem Blog vorbeischaut. Dort gibt es viel Inspiration, alles zum Thema Wandfarben, Gestalten, Einrichten und Interior Design. Bis bald! Eure Monika.